Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Hermann. Ihr habt ja schon auf der Anfahrt gesehen, das Wetter war nicht so sehr berauschend, aber jetzt scheint die Sonne hier und ich hoffe mal, das bleibt auch so. Wo bin ich hier übrigens? Heute soll es mal wieder um das Thema gehen, Iron Lake Challenge. Ich möchte meinen nächsten See umrunden. Ich bin hier im Beltringharder Koog. Und dort möchte ich den Lüttmersee umrunden. Diese Seerunde ist ungefähr 13,5 Kilometer. Mal schauen, wie das so wird. Ich hoffe, wie gesagt, die Sonne bleibt da. Aber der Wind wird wohl etwas zunehmen. Es ist etwas stürmisch angesagt. Wie eigentlich so die letzten Tage hier. Was ist eigentlich ein Koog? Ein Koog ist eigentlich ein eingedeichtes Gelände, was durch Entwässerung dem Meer entrungen wurde. Also man hat es hier für sich brauchbar gemacht und man nutzt hier Viehwirtschaft. Und warum ist es hier eingedeicht? Weil wir hier ein bisschen wohl unter dem Meeresspiegel sind. Das soll es an kleinen Infos erstmal gewesen sein und ich gehe erstmal los. Also es wird heute wahrscheinlich nicht nur platt werden, wie ihr es seht. Also es ist hier Marschland und ich werde ganz viel Asphalt wohl haben. Mal schauen, wie sich das macht. Ich werde wohl ganz wenig Pausen machen. Ich habe zwar Tee mit, ist ja hier so in Norddeutschland, da trinkt man halt Tee. Aber ich versuche mal durchzulaufen und mal sehen, wie schnell ich denn rum bin. Also für das leibliche Wohl kann man sich hier auch versorgen mit so einem kleinen Mini-Hofladen. Die Produkte sind übrigens alle hier aus der Region. Ja, gerade auf dem Schild konntet ihr sehen, dass ich jetzt hier auf dem Sönke-Nissen-Koog bin. Und da hat man auch solch einen Deich gesehen, wo das Meer hier eingedeicht wurde und das Land dem Meer abgerungen. Und man nennt es auch hier das Land, was man dem Meer abgerungen hat, Marschland. Ja, so viel Spannendes kann ich euch hier gar nicht zeigen, weil der Weg ist ungefähr wie so ein Dreieck aufgebaut. Man geht ungefähr 4 bis 5 Kilometer und dann biegt man wieder ab. Das habe ich gerade auch hier hinten gemacht. Also man sieht auch, außer dass die Straße jetzt etwas breiter geworden ist, von einem Radweg in eine Straße, ja, ist das Land immer noch platt und den Lüttmersee habe ich noch nicht gesehen. So muss es sein und so kennt man Norddeutschland, also besser gesagt die Westküste.
Hinter mir die Landschaftsarbeiter, also die Schafe, die die Deiche auch hier befestigen mit ihren Festdrähten und das Gras niedrig halten am Deich. Warum Deich auch wichtig ist, sieht man gerade etwas hinter mir. Da die braune Fläche, das wurde angespült, wenn mal wieder eine Sturmflut ist. Die Nordsee ist noch etwas dahinter. Ihr werdet das wahrscheinlich gar nicht sehen hier jetzt auf dem Video, aber ich habe so gute Sicht, ich kann bis Pellworm schauen. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe den Lüttmorsee gefunden. No, man. Also das eben gerade, was ich meinte, dass der Lüttmorsee, das war nur ein Speicherbecken. Meine Fresse, weil der Lüttmorsee ist jetzt nämlich genau vor mir. Ich kann ihn euch aber etwas schlecht zeigen, weil die Sonne knallt genau rein hier und man würde nicht so viel erkennen. Also hier nochmal die technischen Daten gleich zu dem See und dann blende ich euch den See natürlich auch ein. Hier haben wir dann auch endlich den Lüttmorsee. Und wie immer kommen hier mal die Angaben zu dem See. Also es handelt sich hier um eine Lagune aus Salzwasser. Die Fläche ist 2,75 Quadratkilometer groß. Das Volumen ist 190.000 Kubikmeter. Der Umfang 14,06 Kilometer. Maximale Tiefe 1,7 Meter und mittlere Tiefe 0,69 Meter. Das weht eine ganz schön steife Brise hinter dem Deich. Ich habe euch ja gerade die Nordsee noch gezeigt. Und wie man gut sehen konnte, ist gerade Ebbe, nämlich das Wasser ist weg. So, ich habe hier noch mal eine Karte gefunden. Jetzt fängt es leider auch an zu regnen etwas, aber wir machen mal ganz schnell. Hier bin ich gestartet, dann bin ich hier lang, hier rein und hier wieder runter. Und dann hier ist der See. Das ist eigentlich nur das Speicherbecken. Das ist ja falsch. Hier bin ich gar nicht lang, ich bin nämlich so lang. Und dann hier rein und da lang. Also so lang, so lang, so lang. Ihr habt ja die Eisenbahnlinie gerade gesehen. Die führt hier lang nach Nordstrand Dischmoor. Aber ich muss mich, glaube ich, jetzt erstmal unterstellen. Wo ich gerade war und die Karte euch gezeigt habe, das ist die Naturschutzhütte Wattenmeer. Dort kann man auch eine vogelkundliche Ausstellung besichtigen und in den Hauptsaison gibt es da sogar eine Restauration mit Toiletten. Aber die Toiletten werden wahrscheinlich auch auf sein. Heute haben wir Donnerstag und da macht die Naturschutzhütte
ab 13 Uhr auf, so laut Google. Ich habe jetzt nicht extra geguckt wegen den Öffnungszeiten. Und dort könnt ihr wahrscheinlich auch Wanderung ins Wattenmeer buchen, weil ich habe da gerade gesehen, da kamen welche aus dem Wattenmeer, die durch geschulte Wanderführer, weil das Wattenmeer ist gefährlich, wenn man sich alleine da rein begibt, die dann halt geführte Führung durch das Wattenmeer machen. Der Parkplatz bei der Naturschutzhütte ist kostenpflichtig. Was ich so gesehen habe, glaube 2 Euro. Aber das ist ja noch human. Ich werde jetzt zu meinem Parkplatz laufen. Da sind noch mal ungefähr etwas über 3 Kilometer. Und der war für mich kostenfrei. Hier gibt es auch eine Vogelbeobachtungshütte, die sich dort befindet, hinter dem Gestrüpp. Dort werde ich jetzt wegen der Wetterlage nicht hingehen mehr, weil sonst wäre es noch ein schöner Pausenplatz. Ich hatte dort schon den Regen abgewartet in einen kleinen Unterstand, aber jetzt werde ich so langsam zum Auto. Es ist ja nicht mehr ganz so lang und wie ihr seht, mit dem Wetter, ich habe mir mal den Regenponcho übergezogen. So langsam komme ich zum Ende dieser Tour um den Lüttmoorsee, den ich denn doch gefunden hatte. Es hat eine ganze Weile gedauert. Was ist das Fazit von dieser Wanderung? Ja, wenn man sich draußen bewegen möchte und den Wind der Nordsee um sich wehen lassen möchte, kann man das gerne machen. Man muss aber da bedenken, dass man sehr viel Asphalt unter den Füßen hat. Bänke gibt es ab und zu oben auf den Deich. Dort könnte man auch ein bisschen dem Asphalt entgehen, weil da läuft man direkt auf der Rasenkante, also auf dem Deich entlang. Das habe ich heute gelassen wegen dem Wind, was ihr jetzt ja auch mitkriegt und wahrscheinlich auch bei einigen Aufnahmen auch gehört habt. Dann hat man noch die Naturschutzhütte, wo man sich natürlich auch unterstellen kann bei schlechtem Wetter. Oder man nutzt es gleich, um die vogelkundliche Ausstellung zu besuchen. Und vielleicht in der Hauptsaison auch noch einen Kaffee zu trinken. Die Strecke werde ich euch wie immer gleich bei der animierten Route wieder drunter packen. Also zumindest die Angaben mit Längen, wie lange ich gebraucht habe. Ohne Pausen, also reine Laufzeit und wie lange ich gebraucht habe allgemein jetzt. Ich bin gestartet heute gegen 9:30 und es ist jetzt 12:30. Also ich habe ungefähr 3 Stunden gebraucht. Das soll es denn auch für diesen See gewesen sein. Es war denn meine Nummer 22 und dann habe ich noch 3. Also ihr könnt noch gespannt sein. Wobei, den größten See habe ich ja schon. Da könnt ihr ja gerne noch mal reinschauen, wenn ihr noch nicht die Episode gesehen habt. Und dann heißt es, wie immer zu sagen, liken, kommentieren und wer neu auf meinem Kanal gelandet ist, natürlich abonnieren. Und bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.